Erik Ludwig geht heute auf 3 Börsenampeln ein und ob diese zum jetzigen Jahreswechsel für euch auf grün stehen. Und am Ende dieses Videos gibt es Neuigkeiten zum Kanal. Ab 1.1. gibt es einige Änderungen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Erik. Hallo zusammen, im heutigen Video möchte ich ein letztes Mal für das Jahr 2025 auf unsere Börsenampeln eingehen. 3 Börsenampeln, die sich hervorragend ergänzen, um die Marktlage zu sondieren. Und bevor ich auf diese Börsenampel eingehe, erstmal die Frage, warum ist es so wichtig, überhaupt Börsenampeln sich anzuschauen, um die Marktlage zu sondieren? Naja, es kann ja sein, dass man für den Handel von einzelnen Aktien, sei es Aktien oder Optionen auf diese Aktien oder meinetwegen auch einzelne ETFs, man ein perfektes Setup gefunden hat. Also charttechnisch passt alles, fundamental passt auch alles. Aber auch selbst ein sehr gutes Setup für eine einzelne Aktie kann zum Scheitern verurteilt sein, wenn die Marktlage dagegen spielt. Also wenn man Gegenwind von der Gesamtmarktlage bekommt, kann auch ein sehr, sehr guter Trade auf eine einzelne Aktie eventuell nicht gut laufen. Und deswegen ist es wichtig, wenn man tradet, dass man sich auch die Marktlage in ihrer Gesamtheit dann anschaut. Und dazu helfen die Börsenampeln. So, gehen wir jetzt auf die erste Börsenampel ein. Das ist der sogenannte Cassandra-Indikator. Wir sehen hier den Verlauf des S&P 500 über ein Jahr und man sieht hier eine Farbe grün oder rot, je nachdem, wie der Cassandra-Indikator momentan positioniert ist. Und dieser Indikator ist grundsätzlich so aufgebaut, dass rund 40 Subindikatoren in die Gesamtkalkulation des Cassandra-Indikators reinfließen. Und es gibt da unterschiedliche Kategorien. Es gibt Trend- und Momentum-Indikatoren, es gibt Volatilitätsindikatoren, es gibt Marktbreite-Indikatoren, Sentimentindikatoren und Konjunkturindikatoren. Und wir sehen hier, dass diese Subindikatoren hier, und hier in meiner Einstellung habe ich 35 davon gewählt, wir überwiegend im grünen Bereich sind und das wird hier wiedergespiegelt im Verlauf des S&P 500 Charts. Das heißt, wir sind seit dem 25. November bei diesem Indikator, bei dieser Börsenampel im grünen Bereich und es gab ein paar Schwächephase im November, wie man hier sieht, oder auch erkannt durch den Indikator. Aber seit einigen Wochen sind wir jetzt positiv unterwegs. Dieses Video wird jetzt nicht zum Börsenschluss des Jahres quasi gedreht. Das heißt, es kann noch etwas passieren bis Ende des Jahres, in den letzten Handelsstunden oder in den letzten Handelstagen. Aber wenn jetzt kein gravierendes Ereignis passiert, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass auch diese Börsenampel im grünen Bereich bleibt zum Ende des Jahres 2025. Das Video hat dir weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, damit der Kanal schnell weiter wachsen kann. Indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, schöne Kommentare dalässt und den Thanks-Button ausprobierst. Herzlichen Dank. So, die zweite Börsenampel ist der Risk-On-Risk-Off-Indikator von Sentiment Trader. Das ist eher so eine Ampel, die auf Marktstimmung und auch auf Marktbreite setzt. Und da sehen wir auch, dass wir seit Anfang Dezember im positiven Bereich sind. Wir sehen hier den Verlauf des S&P 500 über ein Jahr und hier darunter den Verlauf des Indikators. Wenn diese rote gestrichelte Linie unterschritten wird, dann ist es rot. Und wenn sie dann diese schwarze gestrichelte Linie zurückerobert, dann sind wir im schwarzen Bereich sozusagen, beziehungsweise im grünen Bereich. Das heißt, auch diese Börsenampel momentan notiert positiv. Das macht schon 2 Börsenampeln, die im grünen Bereich sind. Und die letzte Börsenampel, die ich zeigen möchte, ist der Risk-On Risk-Off-Indikator von Allocate Smartly. Hier ist es sehr interessant, wie diese Börsenampel aufgebaut ist. Man betrachtet bei Allocate Smartly so rund 90 Portfoliostrategie und es wird einfach geguckt und berechnet, was ist der prozentuale Anteil von diesen Portfoliostrategien an Anlagen in Aktien und was ist der prozentuale Anteil an Anlagen in defensiven Werten, wie zum Beispiel Cash oder zum Beispiel Staatsanleihen. Und wenn diese blaue Linie hier über der roten Linie notiert, dann heißt es, dass es eine Mehrheit an Portfoliostrategien gibt, die in Aktien investiert sind, also in risikoaffinen Anlagen. Und das ist momentan so mit einem Verhältnis von 2 Drittel zu 1 Drittel. Also 2 Drittel der Portfoliostrategien sind eher offensiv oder in Aktien investiert, während 1 Drittel der Portfolios eher so defensiv unterwegs sind. Ja? Und das heißt, diese Börsenampel ist auch im positiven Bereich und das mittlerweile schon ununterbrochen seit dem 2. Juni 2025. Es gab einen kleinen Knick auch im November, also auch da hätte es fast in den roten Bereich rutschen können, aber das war
nicht der Fall. Das heißt, in Summe haben wir momentan drei Börsenampeln, die im grünen Bereich notieren. Das ist positiv. Das heißt, man kann durchaus eine bullische Meinung vertreten. Man kann auch eventuell Hedging-Positionen leicht reduzieren, wobei es immer sinnvoll ist, Hedging-Positionen in seinem Depot zu haben. Man weiß ja nie, was passieren kann. Und bei einem Jahreswechsel kann durchaus auch einen Stimmungswechsel geben. Ja, das wird sehr interessant sein, zu beobachten, wie die ersten 2, 3 Tage des neuen Jahres verlaufen werden. Die sind manchmal ein bisschen als Maßstab zu betrachten. Und auch da spätestens vielleicht in einer Woche sollte man sich nochmal die Börsenampel anschauen. Wer gerne den Cassandra-Indikator sich selbst in TradingView holen möchte, den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Also gerne darauf zurückgreifen, wenn das Interesse besteht. Und ansonsten wünsche ich Ihnen alle einen guten Rutsch ins neue Börsenjahr 2026. Wir sehen uns auch dann im neuen Jahr. Und bis dahin viel Erfolg. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, lieber Erik, dass du uns einen Einblick bezüglich der Börsenampeln gegeben hast. Ich freue mich riesig, dass du auch im nächsten Jahr auf diesem Kanal zu Gast sein wirst. Und jetzt zu den am Anfang angekündigten Änderungen bezüglich dieses Kanals. Bisher war es ja so, dass wir montags, mittwochs und freitags jeweils ein neues Video online gestellt haben. Montags und freitags ein Video bezüglich der Kooperationspartner und mittwochs ein Video zum Thema TWS. Das wird sich ändern. Ab dem 1.1. werden wir sonntags, dienstags und donnerstags online gehen. Sonntags und donnerstags sind die Kooperationspartner dran und dienstags dann ich mit der TWS-Erklärung. Zusätzlich wird es ab dem 1.1. ein neues Design geben. Ihr werdet völlig neue Thumbnails vorfinden. Der Kanalbanner wird sich umstellen. Also nicht wundern, dass ihr plötzlich ja, ein ganz anderes Auftreten vorfinden werdet. Wir werden das aber dann am Mittwoch nochmal in Ruhe euch näher bringen, was sich genau alles dann ändern wird. Ich freue mich, dass ihr auch zukünftig ja, einschaltet und uns treu bleibt, uns weiterempfehlt, fleißig weiter Kommentare schreibt. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Und ich wünsche euch natürlich auch, genauso wie der Erik das eben schon getan hat, einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass ihr Erfolg habt, dass ihr gesund bleibt, dass ja, ihr die große Liebe eventuell findet, falls ihr sie noch nicht gefunden habt, und dass ihr eure Vorsätze einhalten könnt. Passt auf euch und eure Trades auf und wir sehen uns dann nochmal am Mittwoch, also übermorgen, zu einem letzten Video für dieses Jahr bezüglich der TWS. Herzliche Grüße, passt auf euch und eure Trades auf. Bis dahin, ciao.